30 Folgen, Hammer! 24 Angler, Yes! 4 Gruppen, No Schneider! 3 Zielfische, Alter, wie geil ist das? 1 Hauptgewinn und 1 Titel. Der YouTube Predator Cup 2020 wird präsentiert von Abu Garcia, Garmin und LMAB. Heute geht die 3. Staffel des YouTube Predator Cup zu Ende. Heute nimmt einer den heiß ersehnten Pokal und das Pike Hunter von Rheinland Boote inklusive Garmin Echolot-Technologie, Mercury Außenborder und Pega Bootstrailer mit nach Hause. Wer wird YouTube Predator Cup Champion 2020 und damit der Nachfolger von Dustin Schöne und Tobias Eckwal? Marc Pachowski oder Enrico Di Ventura? Auf Wunsch der beiden Angler fand das Hinspiel getrennt vom Boot statt. Beide starteten furios und konnten zügig gute Fische in die Wertung bringen. Dann folgte bei Marc eine längere Durststrecke, während Enrico Fisch um Fisch auf die Matte legte und weit davonzog. Marc tat sich selbst und uns Zuschauern jedoch den Gefallen, in der letzten Stunde noch 2 gute Zander zu landen, damit wieder in Reichweite zu gelangen und für das Rückspiel alles offen zu halten. Hallo liebe YouTube Predator Cup Zuschauer, heute ist der alles entscheidende Tag. Heute ist das Rückspiel zwischen Enrico Di Ventura und Marc Pachowski. Und die beiden sind ein bisschen nervös hier rechts und links neben mir. Diesmal habe ich extra darauf geachtet, dass du näher am Pokal stehen darfst. Nicht, dass es am Ende heißt, ich habe hier Voodoo-mäßig irgendwas beeinflussen dürfen. Das ist jetzt ausgeglichen. Alles gut. Enrico, Enrico, du hast gestern gut vorgelegt. Du bist relativ deutlich vorne aktuell, aber das ist ein bisschen trügerisch. Ja, genau. Das ist so, dass Marc nur den Zander hat, in Anführungsstrichen nur, weil er hat sehr, sehr gute Größen. Und er, ja, um die 6 vollen Wertungsfische einzubringen, noch 2 Fischarten komplettieren muss heute. Ich sehe meine Chance eigentlich darin, an dem Barschplatz eben auch einen Barsch zu fangen. Und dann stehen die Chancen schon mal sehr, sehr gut, dass es eventuell bis ganz zum Schluss reicht. Genau so ist es. Also im Grunde für dich ist es so, wenn du die Fische fängst, die du in den Runden davor immer gefangen hast, nämlich einen guten Hecht und vor allem einen guten Barsch, dann bist du vorne. Also die würde aktuell ein mittlerer Hecht sogar reichen, plus ein Ü40er Barsch und du würdest vorne liegen. Deine Zandergrößen sind auch die besseren, hat Enrico gerade angesprochen. Aber die Gefahr ist natürlich, der Mann hier ist auch nicht ganz blind und der wird an deinen Barschplätzen vielleicht auch einen Barsch fangen. Ja, da bin ich mir absolut sicher, aber mal schauen. Ich habe gestern ein bisschen gerechnet und mal gucken, was der erste Spot bringt. Ich hoffe, ich fange gleich einen guten Barsch und wir können weiterziehen. Ja, mal sehen. Aber mit dem Hecht bin ich mir auch noch nicht sicher, deshalb es bleibt spannend. Genau. Es ist sehr, sehr spannend. Man hätte es sich vielleicht nicht viel besser malen können. Genauso sollte es sein, auch wenn es mir leid tut für dich, Enrico. Enrico war nicht so unbedingt scharf drauf, dass es noch wahnsinnig spannend bleibt. Der 70er Zander von dir gestern am Ende, der hat auch nochmal dann wieder ganz schön das Ganze aufgekocht. Aber wichtig. Der war sehr, sehr wichtig für dich. Leute, die Kameraleute gehen jetzt mit in die Autos von den beiden Jungs, um einfach auch nochmal ein bisschen die Gedanken und die Nervosität separat aufzunehmen. Vielleicht verrät Marc auch noch etwas, das er jetzt hier vor Enrico nicht sagen möchte zu seinem ersten Spot. Ich fahre hinterher, hole für die Jungs noch ein bisschen Cola und dann sehen wir uns mit kalten Getränken, ein bisschen was zu essen, mit einer Menge Nervosität und hoffentlich viel Erfolg, viel Chancen auf gute Fische heute am Spot. Bis gleich. Ciao. Leute, es geht los. Der letzte Tag des YouTube Predator Cup 2020. Ich bin aufgeregt. Enrico hat ganz schön vorgelegt gestern, aber ich habe das alles nochmal durchgerechnet. Auch wenn es so aussieht, so weit vorne ist er dann doch nicht. Also wenn ich heute es schaffe, irgendwie einen 35er Barsch zu fangen und einen 65er Hecht, müsste ich ihn schon wieder eingeholt haben. Ich fahre jetzt nach Rotterdam, er weiß von nichts. Wir tun ein bisschen Streetfischen. Ich hoffe, da recht schnell einen Barsch zu kriegen, dass ich da abhauen kann. Und ich hoffe natürlich, dass Enrico seinen Barsch erstmal nicht verbessern kann. Und werde dann den ganzen Tag auf Hecht werfen.
Ich habe ein bisschen Probleme mit den Hechten vom Ufer. Ich weiß noch nicht genau, wo ich hinfahren soll. Ich habe so ein paar Polder, aber es ist unheimlich heiß geworden. Ich glaube nicht, dass die funktionieren. Probieren werde ich es auf jeden Fall trotzdem. Ich habe einen Plan. Ich hoffe, gleich am Anfang kriege ich meinen Barsch, weil dann habe ich jede Menge Zeit für den Hecht. Wenn das nicht funktioniert, dann wird es schwierig. Ich habe noch andere Spots mit Barschen, aber ich brauche ja auch noch den Hecht. Deshalb drückt mir die Daumen. Wie es aussieht, führt er mich nach Rotterdam als ersten Spot des Tages. Ich war noch nie in Rotterdam, also noch nie angeln in Rotterdam. Also ich kenne mich hier dann überhaupt nicht aus, aber ich wäre eh davon ausgegangen, dass ich die meisten Plätze, die er fischt, nicht kennen würde. Also von daher überrascht mich das jetzt nicht, dass er irgendwo hinfährt, wo ich die Plätze nicht kenne. So, der Plan ist, wir parken jetzt erstmal in Rotterdam. Dann werde ich mit Enrico an eine Stelle gehen, wo es Fische gibt. Aber wir hatten da im Training wirklich nur kleine Fische. Wir waren mit Fred ja dort, ihr habt das Video bestimmt gesehen. Und werde dann mich langsam davon schleichen und an das Boot gehen, wo normalerweise die besseren Fische stehen. Ich hoffe natürlich, die sind heute auch da und mein Plan geht auf. Mal schauen, ob Enrico das checkt. Mal sehen, was es wird. Ich nehme noch einen Schluck Wasser, aber ich habe einen ganz trockenen Mund. Unglaublich, ey. Notfalls schubse ich ihn einfach ins Wasser. Das geht auch. Wenn er im Drill ist oder so, kurz so von hinten einmal. Nein. Also Leute, viel Spaß beim Finale. YouTube Predator Cup 2020, letzter Tag. Jetzt kann's losgehen. Yeah, in the store, on the corner of my road. I should've took the boat. Yeah, I could've took the boat. Yeah, I'll be in a fuss. All my friends going up. Yeah, who's the real plug now? I guess that might be us now. Yeah, always on the road, I never home. Got a couple bands on my own. Now they really calling up my phone. Now they really wish that I was home. But I don't wanna party on my own. In der City. So, jetzt müssen wir erstmal ein Parkticket lösen, sonst wird es teuer. Ich kenne mich hier nicht aus, noch nie in Rotterdam gewesen. Das habe ich mir gedacht. Deswegen Ja, gut, deswegen aber- sind wir hier. Ja gut, aber ich meine, Nee, aber- neben dir ist auch ein Spot. Richtig, eben. Das ist das Problem an der Sache. Komm, das wir gehen mal Parkticket holen. Ja, nehmen die Münzen oder Die Karte? Münzenkarte ist völlig egal. Wenn ihr in unseren, Den kannst du hier lassen. wenn ihr in unseren Häuten stecken würdet und immer diese Blicke so hin und her, ist schon geil. Spinnerbait lasse ich auch hier, oder? Spinnerbait kannst du hier lassen. Mal sehen. Aber Enrico, was ich dir sagen kann, was du unbedingt brauchst, ist eine Swimbait-Route. Würde ich mitnehmen. Vielleicht sagen wir doch auf Hecht. So, genug gequatscht. Es wird Zeit für den ersten Wurf. In 8 Stunden wissen wir, wer YPC Champion 2020 ist. Glück. Danke! Du brauchst das nicht mehr so viel wie ich. Guck, schon überworfen. Schon überworfen. Ah, ja. Wieder gut los. Fisch. Ah nein, sorry, Entschuldigung. Das wäre jetzt auch ein bisschen arg frisch gewesen. Enrico. Überworfen und dann auch ein erster Fisch.
So, der Wasserträger ist auch da. Oh, ganz schön schwer hier so ein Scheiß vollgeladen mit Getränken. Hier mal eine kalte Cola. Nein, noch nicht. 2,50 €. Fängt gut an, genauso wie gestern. Direkt in den ersten Würfen gestern ja einen Zander verloren. Jetzt schon 2 Köder verloren. Mal sehen, mal sehen. Also ich habe noch nicht so ganz durchschaut, was Marc für eine Strategie verfolgt. Weil ich auch noch nicht so ganz kapiert habe, ja, was er hier eigentlich vorhat in Rotterdam. Also eigentlich hätte ich ihm zugetraut, irgendwo auf einen großen Barsch zu angeln, aber ich glaube, jetzt habe ich auch verstanden, was er eigentlich vorhat. Also ich denke ja jetzt gerade, wo er nicht hier steht, ich denke, der will einen mittelgroßen Barsch fangen, ein 30er wird ja reichen. Und dann auf Hecht gehen. Weil mit dann in einem 30er Barsch oder 33er Barsch hat er auf jeden Fall über 60 Punkte. Und wenn er dann einen 75er, 80er Hecht fängt, würde das schon reichen. Das ist der neue Westin Bassbite und zwar in 4 cm und die laufen sehr, sehr flach und haben aber eine ganz, ganz hochfrequente Aktion und das ist halt das Schöne daran, weil die kann man dann über diesen flachen Stein hier in Rotterdam sehr gut angeln. Und Barsche mögen halt diese Vibrationsköder oder halt viel, viel Druck unter Wasser, deswegen funktionieren Spinjigs auch so gut. Marc fischt jetzt hier unterm Boot, nutzt dafür eine Dropshot-Montage. Insgesamt muss ich sagen, vielleicht der vielseitigste Angler überhaupt im Turnier. Also bei Marc dauert es meistens nicht sehr lange, dass er die Methode wechselt, wenn nichts passiert. Ist sehr, sehr variantenreich vorgegangen im gesamten Turnier, hat mehrere Fische auf Topwater gefangen, natürlich auf Shads, auf Dropshot, mit Creature Baits. Auf seinen Deraku Jig Spinner natürlich einige, auf Swimbaits, also du kannst die Liste gern vervollständigen. Spinnerbait, Chatterbait, Twitchbait. Klar, Wobbler habe ich vergessen. Also schon sehr, sehr viele unterschiedliche Methoden, Techniken angewandt. Rennt auch immer mit wirklich vielen Routen rum. Alle aufgebaut für die verschiedenen Methoden. Und das ist ein bisschen außergewöhnlich. Also natürlich hat auch Enrico auf viele verschiedene Köder gefangen. Aber es gab schon den einen oder anderen Angler, der während des Turniers doch ja, sehr straight mit einer Methode durchgeangelt hat und da jetzt nicht so viel probiert hat. Und gerade, dass so viele verschiedene Techniken erfolgreich sind in verschiedenen Situationen, finde ich spannend und rechtfertigt natürlich auch, dass wir so ein großes Sortiment haben bei Hecht und Barsch. Ist ja bloß ein kleiner. Aber schön. Enrico, nur als kleiner Reminder, weil du die ganze Zeit hier ins Bayerische abdriftest. Ja. Herbert hat das Finale letztes Jahr verloren. Ja, das ist schön, dass du mir Mut machst, Toni. Aber dafür bist du ja bekannt. Das stimmt. Das ist super, Leute aus der Fassung zu bringen. Gerade mit dem Hintergrundwissen, dass wir hier angeln und nicht du. Immer fantastisch mit dir. Ja, aber so ist das, ne? Ja, Enrico versucht hier generell ein bisschen den Herbert zu machen, nicht nur sprachlich. Nee. Auch so von der Manndeckung. Nein, her. das stimmt nicht. Geht das ein bisschen in Richtung Berti Vogts? Nein, das stimmt nicht. Ich bin eher ein bisschen defensiver, halte mich zurück. Okay. Dann schlage ich den langen Ball nach vorne und Inzaghi wird schon Inzaghi muss es machen. Pippo muss ihn reinstolpern. Aus Versehen selber angeschossen und drin. 5 Meter abseits, aber Videobeweis war leider nicht da. Ja. Gab es noch nicht bei Inzaghi.
Ja, also es gibt hier Barsche, das haben wir jetzt gesehen. Aber die sind sehr klein, zum Glück. Der macht mich fertig, der Mann. Hose rutscht, laufen muss ich. Vielleicht steht ja am Piratenschiff das Monster, das wir brauchen. Genau. Der richtig alte Barsch. So, mein Plan A hat nicht funktioniert, jetzt geht's über zu Plan B. Aber es geht nochmal auf Barsch. So viel kann ich verraten. Ich hab's mir fast gedacht. Die erste Stelle bringt keinen Wertungsfisch. Doch Marc lässt sich nicht entmutigen. Mein erster Spot hat leider nicht funktioniert, so wie ich mir das erhofft und geplant hatte. Da haben wir mal was gebläsen noch ein bisschen raus. Wir fahren jetzt eventuell, ich muss jetzt mal hier gucken, wie die Tide ist. Erstmal an einen Polder, dass ich versuche, mein Hecht noch zu kriegen. Ja, das machen wir auch. Wir fahren jetzt erstmal an einen Polder. Und dann fahren wir noch an den Spot, den habt ihr schon ein paar Mal gesehen. Da war ich mit Herbert und Fonso. Und da sollte ich eigentlich mal einen Barsch kriegen, wenn sie nicht heute so zickig sind wie gestern. Oh Mann, ich will wenigstens meine 2 Fische noch voll machen. Und dann, ja, könnte das was werden. Ja, zum Polder sind es jetzt 30 Minuten Fahrt, geht natürlich einiges an Zeit flöten. Ich habe zwar die Zeit, ich habe eine Stunde Zeit, um Plätze zu wechseln. Allerdings werde ich heute, glaube ich, länger als eine Stunde brauchen. Das heißt, ich werde noch ein bisschen Angelzeit opfern müssen. Außer es wäre jetzt natürlich irgendwie, geht voll ab an dem Spot und ich fange gleich mal einen Hecht und meinen Barsch. Und Enrico würde hinten liegen und dann gibt er die Spots vor. Ich bin noch zuversichtlich. Jetzt geht's erstmal wieder durch die City. Es hat nicht funktioniert am Barspot. Eigentlich war das eine sichere Nummer, aber ich hatte ja gestern eigentlich schon mal so eine sichere Nummer vom Boot und da ging auch nichts. Vielleicht sind die einfach immer mit nicht so im Beißlaune, die Barsche. Ich hoffe, dass die Hechte jetzt besser im Beißlaune sind. Allerdings, wenn ich mir das Wetter so angucke, habe ich da so meine Zweifel. Aber es ist noch jede Menge Zeit und wenn das jetzt auch nicht klappt, der Hechtpolder und der Barspot, dann fahren wir noch mal richtig weit und dann fahren wir an den Fluss und da bringen wir dann den Tag zu Ende, egal wie es läuft. Jetzt, wo wir hier so durch die City fahren, ist mir noch ein Spot eingefallen, an dem wir vorbeikommen. Und ich habe jetzt eine kleine Planänderung eingeworfen. Wir machen hier noch 5 Würfe, also wirklich nur 5 Würfe. Das ist ein ganz markanter Spot. Ich habe hier schon wirklich große Barsche gefangen. Ich habe hier auch mal im Ganki Iron Tournament einen Fisch verloren, der war an die 50. Ich weiß nicht, ob die Tide passt. Das ist jetzt so eine Sache, das kann ich nicht genau sagen. Ich habe die Tide nicht gecheckt. Aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Wir fahren vorbei. Das sind 10 Minuten, 15 Minuten, die mich das Ganze kostet. Aber vielleicht ist es wert. Nächster Spotwechsel wird notiert, 11:05 Uhr ist hier Feierabend und wir gehen zum nächsten Spot. So. Fahren wir dahin, was ich dir geschickt habe, Enrico. Alles klar. Mal gucken, wo es als nächstes hingeht.
Täglich grüßt das Murmeltier von den Poldern. Jetzt bin ich, glaube ich, zum 4. Mal hier. War mit Enrico schon hier, war auch mit Marc schon hier. Marc hat sehr gut hier gefangen. 2 Ü80er Hechte, erinnere ich mich. Enrico hat hier nicht so einen geilen Tag erlebt. Hat einen großen Fisch verloren. Das wollen wir jetzt nicht als oben nehmen. Aber scheinbar gab es eine Planänderung. Hat Marc wahrscheinlich im Auto erzählt. Wir waren nicht mit dabei. Aber wir können es uns denken. Jetzt geht es erstmal auf Hecht. Daniel, es ist Weihnachten. Ich schätze, du hast für die Leute wieder ein schönes Lied vorbereitet. Alles klar, aber dieses Mal mache ich das nicht alleine. Na gut. Last Christmas gab's 19%. Schon wieder ein Jahr, oh wie die Zeit rennt. This year gibt es noch mehr geschenkt. Damit nächstes Jahr wirklich jeder was fängt. Nur am 25. und 26. Dezember gibt es 20% mit dem Gutscheincode XMIS20 auf alle Produkte außer Rollen, Echolote und Gutscheine. Viel Spaß beim Shoppen und frohe Weihnachten! Ich habe jetzt gerade den Köder gewechselt, ich fische jetzt den Westin Swim. Und obwohl das Wasser sehr trüb ist, sehr, sehr gerne dieses Hechtdekor. Mit dem weißen Bauch habe ich nämlich trotzdem genug Aufmerksamkeit bei dem Fisch. Und wenn solche natürlichen Farben gar nicht laufen, dann probiere ich manchmal auch knallige. Es kommt darauf an, aber teilweise gehe ich den umgekehrten Weg. Also ich fische auch teilweise wirklich sehr, sehr knallige Farben als erste Farben im klaren Wasser. Der Westin Swim ist meiner Meinung nach ein Köder, der sehr, sehr leicht zu führen ist. Ihr seht, was ich hier mache. Ich mache die Rutenspitze etwas nach oben und kurbel einfach 3, 4, 5 Mal kräftig und lasse dann eine kurze Pause und lasse ihn dann stehen, dass er ausgleitet. Und meistens kommen die Bisse auch eben in diesen Ausgleitphasen. So, wir haben jetzt hier die beste Strecke meiner Meinung nach von dem Polder abgefischt, hier den offenen Teil, wo auch ein bisschen Wind drauf liegt und so. Wenn hier Hechte, denke ich, aktiv waren, hätte ich es jetzt hier vermutet. Enrico ist mit Sicherheit kein schlechter Hechtangler, er ist ein sehr guter Hechtangler. Ich kann auch ein bisschen angeln, wir hatten beide keinen Kontakt, haben beide sehr unterschiedliche Methoden gefischt, deshalb glaube ich einfach nicht, dass hier noch sehr viel passiert. Und mir rennt natürlich auch ein bisschen die Zeit davon. Ich werde jetzt einfach an den Spot fahren, wo es Hecht und Barsch gab, zumindest im Training und in den Viertelfinale und im Halbfinale. Ja, ich hoffe, dass die dort aktiv sind und dass wir jetzt beide vielleicht ein paar Fische fangen und ich ein paar größere und ein paar mehr. Wie ihr gehört habt, wir gehen jetzt wieder zum nächsten Spot. Es wundert mich ehrlich gesagt, ich hätte schon gedacht, dass er hier dieses Gewässer zumindest vollständig einmal abangelt. Zwar schnell, das habe ich schon erwartet, dass er überall nur ein paar Würfe macht, aber er hat jetzt tatsächlich ein paar Spots ausgelassen, wo Simon und auch Jasmin Fische gefangen haben, wo auch Enrico Kontakte hatte. Ich weiß nicht, ob er die Stellen nicht kennt, aber ich kann jetzt natürlich hier auch nicht coachen und ihm Tipps geben, das wäre unfair. Und deswegen gehen wir jetzt zur nächsten Stelle. Ich weiß nicht, ob das die beste Entscheidung ist. Ich hätte auf jeden Fall hier an 2, 3 Stellen auf jeden Fall noch einen Wurf riskiert. Egal, weiter geht's. Ja, am nächsten Spot kommt Fisch, also da bin ich mir recht sicher. Ja. Also kann ich alles upgraden? Du kannst alles upgraden am nächsten Spot. Du machst mir Spaß. Sonst du aber nicht. Jetzt geht es auf Hecht und Barsch für mich, überwiegend Barsch. Allerdings kann man an dem Spot natürlich auch Zander fangen, was mir nicht so passt. Ich hoffe, dass das Wetter und die Tide im Enrico nicht in die Karten spielt. Und hoffe, dass ich da gleich mal meinen Barsch bekomme. Und vielleicht auch ein Hecht, aber Enrico wird da auch seine Fische fangen. Also ich denke, auf diese Stelle kann er sich recht schnell einstellen. Und wird auch ein paar Fische fangen, aber ihr wollt ja auch ein paar Fische sehen da vom Bildschirm, deshalb fahren wir jetzt mal hin, wo es Fisch gibt. Hoffe ich.
Let's go. Freitagmittag. Wir stehen im Stau. Nicht nur, dass mir die Zeit sowieso davon rennt. Ja. Wenn es schief läuft, dann richtig. Da sehe ich auch gerade einen Abschleppwagen durchfahren. Also anscheinend hat es da vorne geknallt, irgendwo. Und jetzt stehen wir hier und wir stehen jetzt erstmal. Ich hatte heute noch einige Spots, die ich mir vorgenommen habe zu fischen, je nachdem wie es klappt jetzt am nächsten Spot, aber ich glaube, wir melden uns dann wieder vom Spot, wenn wir den Stau hoffentlich noch in der Angelzeit überstanden haben. Ja, Stau ist natürlich gut für mich, aber ich möchte jetzt nicht in seine Haut stecken, das ist scheiße. Also das wünsche ich ihm nicht, sowas. Der soll schon seine Angelzeit vernünftig haben. Klar spielt es mir in die Karten, aber das ist einfach Kacke, ganz ehrlich. Also wenn ich jetzt in seiner Situation wäre, das setzt einen natürlich noch mal viel mehr unter Druck. Trotzdem, wir haben noch 5 Stunden Zeit und in den 5 Stunden kann so viel passieren. Wir werden sehen. Ja, nach kurzer Vollsperrung läuft der Verkehr endlich wieder. Ich habe natürlich einiges an Zeit verloren, ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt. Aber jetzt geht's zum Fisch. Ja, wir sind an meinem Spot jetzt angekommen und ich hatte hier irgendwie gleich nach dem 3. oder 4. Wurf, keine Ahnung, einen Biss. Ich denke, es war ein Barsch, bin mir ziemlich sicher. Enrico hat das natürlich auch mitbekommen. Passt mir jetzt nicht so ganz in den Kram, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass hier gleich Fisch kommen wird. Nur bei wem ist die Frage. Jetzt hatte ich einen Biss, aber ich glaube, er hat es nicht mitbekommen. Hoffe ich zumindest. Wobei, wenn er es mitbekommt, macht es ihn vielleicht ein bisschen nervöser. Nee, ich sag eigentlich nichts. Sie beißen nicht und wann sie beißen, kriegst du nicht. Ja, ich hatte jetzt 2 Fehlbisse hier an dem Spot. Sie sind nicht so wirklich in Fresslaune. War gestern schon schwierig. Enrico hat auch gesagt, die Barsche wollten gestern so überhaupt nicht. Und ja, das sieht heute genauso wieder aus. Die Uhr tickt zugunsten für Enrico. Ein Spot hätte ich da noch, also wir werden gleich mal die Seite hier wechseln. Und dann werden wir noch mal ein ganzes Stück fahren. Das geht natürlich alles von meiner Angelzeit ab. Ich will heute auf jeden Fall noch einen Fisch in die Linse halten. Und am liebsten ein Paar natürlich. Dass es nicht ganz so langweilig wird heute. Als wir gerade gemeinsam im Auto saßen und Juli irgendwann nach dem Stau, oder war es fast eine Vollsperrung, oder? Ja, war kurz vor Vollsperrung. Nach der Vollsperrung ist es Juli irgendwann gedämmert, wo du hin willst. Da hat er zu mir gesagt, geil, wir fahren an eine gute Stelle, da gibt es 100%ig Fisch. Hat er sich nicht ausgedacht, er war mit dir schon 2-mal hier, da habt ihr beide Male gut gefangen. Korrekt. Heute sieht es leider bisher anders aus. Ja, ich fahre ja nirgendwo hin, wo es keine Fische gibt. Also da wäre ich ja doof.
Das stimmt. Ja, ich muss ja auch ein bisschen Risiko gehen. Und hier hat es Fische, jetzt große Barsche. Fisch. Barsch. Naja, kein Riese, aber maßig. Und live. Und live. Gerade noch gemeckert, dass es hier keine Fische gibt heute. Man soll sich öfter mal beschweren. Ja, der wird so knapp 30 haben, schätze ich. 28. Nicht die Größe, die ich brauche, aber Ja, ganz so viel Platz brauchen wir leider nicht. 31. ja, 31. 60 Punkte, 62 Punkte nach Adam Riese. Na, ich freue mich, dass wir wieder mal einen Fisch gefangen haben, euch was präsentieren können und vielleicht gehe ich jetzt Hecht an. Auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Fisch für dich. Das kann man schon mal sagen. Wir werden mal den Rechenschieber bedienen. Petri Mark. Und Danke, wir sagen, Enrico. Faire Geste, Enrico. Danke fürs Keschern. Ja, absolut. Und dann gucken wir mal jetzt, wie es steht. Na, endlich. Kein riesiger Fisch, aber ein sehr wichtiger für Marc. 62 wertvolle Punkte, er liegt keine 70 Zähler mehr zurück. Ihm reicht nun bereits ein 70er Hecht zur Führung und es liegt noch mehr als der halbe Angeltag vor ihm. So, man muss die Angler nur ein bisschen unter Druck setzen und fragen, warum die Stellen nicht performen. Schon gibt's Fisch. Enrico, mache ich gleich bei dir auch, keine Sorge. Du liebst es. Wir haben nachgerechnet, ein 70er Hecht würde Marc aktuell reichen, um die Führung zu übernehmen. Oh! Jetzt nicht mehr. Petri. Danke, warum meinst du, der hat mehr als? Der hat mehr als 29, glaube ich. Ah, könnte knapp sein. Der hat 28 höchstens. Ja, 28. Dieser Barsch hat Maß, stellt jedoch keine Verbesserung für Enricos Wertung dar. Also ich habe mich jetzt wieder ein bisschen wegbewegt, weil ich natürlich jetzt meine Gedanken ja, mit euch teilen will, aber nicht unbedingt mit Marc und Enrico, weil ich, wie gesagt, niemanden coachen möchte. Marc braucht nur einen 70er Hecht und ich würde, also an seiner Stelle wäre ich auf jeden Fall schon mal hier jetzt weggegangen. Also auf keinen Fall weiter angeln, weil wenn Enrico hier einen 35er fängt oder einen 40er, dann sieht es schon wieder viel, viel schlechter für ihn aus. Also ich hätte mich zum Grübeln mindestens ins Auto verzogen. Klar, dadurch verliert er Angelzeit, aber ihm bringt es gar nicht so extrem viel, meiner Meinung nach, jetzt hier weiter zu angeln. Er hat selber gesagt, es ist eine Stelle für Barsch und Zander. Zander wäre wirklich absolut scheiße, wenn die jetzt anfangen würden zu beißen für ihn, weil das ist genau das, was Enrico eigentlich braucht. Auch ein Barsch wäre für Enrico gut. Er hat nur einen 29er. Auch da hat Enrico gutes Potenzial, es zu verbessern. Also er muss eigentlich zusammenpacken und zu einer Hechtstelle fahren. Weiß nicht, ob er keine hat oder woran es liegt. Er hat die gesamte Niederlande zur Verfügung. Natürlich muss man auch irgendwie gucken, dass man nicht zu viel Zeit verliert mit der Autofahrerei. Aber ja, also taktisch wäre es jetzt wirklich wichtig, eine Hechtstelle anzufahren. Marc, ich hatte eigentlich die Info, dass das hier vor allem eine Barsch- und Zanderstelle ist. Du montierst jetzt aber mutmaßlich einen Hechtköder, nehme ich an. Also Hechte gibt es hier auch. Hast du schon welche gefangen? Das ist korrekt. Wir hatten hier Hecht. Ich hatte im Training hier Hecht. Wir hatten mit Fonso hier einen 80er oder 82er. Mit Herbert hatten wir sogar 3 hier. Wir haben leider 2 davon verloren. Einen konnte ich fangen. Also hier hat es auch Hechte. Das Problem ist, das ist immer noch ein Tidengewässer. Im Moment haben wir sehr viel Strömung und die Hechte werden normalerweise aktiv, wenn die Tide nachlässt. Das heißt, wenn so gut wie keine Strömung ist. Ich mache jetzt trotzdem ein paar Würfe und wenn das nicht funktioniert, fahren wir woanders hin.
Alles klar. Let's go! Enrico, ich will dir gar nicht auf den Geist gehen. Alles gut. Werde dich auch nicht zu lange stören. Aber die Frage muss ich stellen, Ja, erhöht das jetzt den Druck für dich nochmal? selbstverständlich. Ich habe aber schon den ganzen Tag Druck. Weil er ist eigentlich für mich gesehen in der besseren Ausgangsposition, weil er nur 2 Fische fangen muss. Ja, ich müsste diverse größere Fische fangen und das ist halt das Problem. Also sollte er vielleicht noch den einen oder anderen Fisch fangen, und ich denke, dass er sicherlich noch irgendwo einen Hecht fangen wird. Ich hoffe natürlich, dass er so 67 ist oder so oder 59, aber das ist halt schwierig. Also natürlich kann ich mich beim Hecht auch noch verbessern, allerdings ist das schon relativ schwierig. Schwieriger auf jeden Fall. Ja, genau. Ein großer Barsch würde mir noch ganz gut stehen, würde ich sagen. Ja, Und sehr gut. ja, vielleicht einen besseren Zander. Also das wäre auch nicht schlecht. Aber Der bessere Zander könnte halt schwierig werden vom Ufer. genau, das Also ist haben die das- letzten Tage gezeigt. Ja, genau, das ist das Problem. Ich meine, es gibt ja sicherlich Stellen, die größere Fische haben als ein 57er, aber den ich ja aktuell in der Wertung habe. Aber trotzdem, es ist ekelhaft. Es ist wie immer ekelhaft. Also Ja. Turnierangeln ist einfach hart. Aber das ist so. Ich meine, wusste ich ja vorher, worauf ich mich Ja, hier ja. einlasse. Du bist hier nicht im Zwangslager. Spotwechsel angesagt, wir lassen uns überraschen, wo es hingeht. Aber es wird dort sicherlich Hechte geben. Das ist klar. Ihr habt es gesehen, ich habe endlich mal einen Barsch gefangen, kein Riese. Aber ich bin Enrico ein bisschen dichter auf die Pelle gerückt. Hat natürlich auch gleich gekontert. Zum Glück hat es bei ihm nicht abgegradet. Mir reicht momentan 70er Hecht, um ihn einzuholen. Das einzige Problem ist, Hechtangeln ist im Moment echt zäh, gerade jetzt vom Ufer. Und ich nehme jetzt nochmal eine Stunde Fahrzeit auf mich, was komplett von meiner Angelzeit abgeht. Und fahre einen Fluss, da hatte ich vor 2 Wochen einige Hechte. Ob die jetzt bei dem Wetter wirklich gut beißen, mag ich zu bezweifeln, aber da bin ich mir sicher, dass da Fisch ist, dass da Fisch im Kraut steht. Und das ist jetzt wichtig, irgendwo hinzufahren, wo ich weiß, da ist immer Fisch, die sind da, ich muss sie nur irgendwie fangen. Ob sie dann beißen, ob ich es hinkriege, sie zu fangen, werden wir sehen. Aber jetzt irgendwo hinzufahren, wo ich noch nicht war oder wo ich kein Vertrauen rein habe, macht jetzt keinen Sinn. Ich ziehe das da jetzt durch und ich bin mir sicher, Enrico hat natürlich genauso die Chance, da jetzt auch noch einen größeren Barsch zu fangen oder eben einen großen Hecht. Aber da muss ich jetzt durch. Wir wollen es ja nochmal spannend machen. Wir sind gerade durch gefahren. Das kam mir bekannt vor und dann habe ich mal auf Google Maps geguckt, woher ich das kenne. Und dann sind wir kurz einen Moment später auch genau an dem Hotel vorbeigefahren, wo wir vor etlichen Jahren mal gewohnt haben und damals den ersten Drunkbait ausprobiert haben. Wir haben uns hier den ersten maschinell gefertigten Drunkbait ausprobiert haben. Wir haben uns hier mit den Produzenten getroffen, die haben uns die gegeben. Da waren wir auf dem Weg zur FTEX in Amsterdam. Das muss 2016 gewesen sein, ja. Vor 4 Jahren. Auch ungefähr dieselbe Jahreszeit. Und da habe ich mit dem allerersten Wurf eines maschinell gefertigten Drunkbait hier einen guten Zander gefangen. Schöne Erinnerung. Wollte ich nur mal ganz kurz erzählen. Jetzt ist aber egal, was ich fange oder gefangen habe, sondern jetzt muss Marc was fangen. Wir haben gerade nochmal nachgerechnet im Auto, um keinen Fehler zu machen. Es ist richtig, er braucht einen 70er Hecht, um in Führung zu gehen. Das ist absolut möglich. Es bleibt deswegen verdammt spannend. Also Marc. Mittlerweile sind wir jetzt fast in Deutschland. Ja, wir sind fast in Deutschland. Man kann die Luft quasi schon riechen. Und die brauchst du, oder was? Vielleicht. Als Gamechanger. Nee, im Nein. Ernst, was ist es jetzt hier für ein Gewässer? Was können wir erwarten? Wir sind am Fluss. Ich war hier vor gut 2 Wochen und hier stand jede Menge Hecht. Ich bin mir sicher, dass der auch noch da ist, dass der da noch rumschwimmt. Aber ob wir den bei den Temperaturen in der Mittagshitze jetzt ans Band kriegen,
Weiß ich nicht. Wichtig ist, ich habe hier Vertrauen. Ich weiß, hier ist Fisch. Und ob der dann beißt, sehen wir. Und hier gibt es leider auch große Barsche und Zander. Ich glaube, das weiß Enrico. Das ist für dich ein Risiko und für uns Zuschauer ist das natürlich was Schönes, denn wir wollen gerne noch ein paar Fische sehen. Naja, wenigstens gibt es ein paar ganz gute Barstellen hier in der Gegend. Ich bleibe jetzt spartanisch, ich nehme nur 3 Routen mit. Ich fische jetzt alles mit der Spinning, weil alles andere macht jetzt für mich keinen Sinn. 18 Gramm ist aber zu schwer, weil der Fluss hat wenig Strömung im Moment. Deswegen mache ich einen anderen Spin-Jig drauf, der ein bisschen leichter ist. Ich fische bitte den Bass Orange in 12 cm. Also einen 69er darfst du auf Topwater ruhig fangen. Wir brauchen halt gute Bilder mal. Nun also Flussangeln auf Hecht. Marc hat sich natürlich Gedanken zu diesem Abschnitt gemacht. Mein Plan ist es hier an der Flussstrecke sogenanntes Buhnenhopping zu machen. Die Buhnen sind sehr stark mit Kraut bewachsen in den Innenseiten und ich hoffe, dass ich hier vielleicht den einen oder anderen Hecht abgreifen kann. Und Enrico hoffentlich nicht. Ich kann wirklich gut leiden, aber heute nicht. Gestern hat er mich gehasst, hat er gesagt. Nein, alles gut, alles gut. Bisher hat sich die lange Anfahrt nicht gelohnt. Die beiden haben jetzt eine Menge Buhnen abgeangelt, ich glaube insgesamt 4 oder 5. Kein Biss auf beiden Seiten. Unser Kameramann Tim sagte, er angelt hier häufig, der wohnt an der holländischen Grenze, kommt aus Deutschland und ist häufig hier drüben. Sagt, dass es hier auch gute Barsche gibt und gute Zander. Das mit den guten Zandern kann ich bestätigen, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich hier mal einen großen Zander auf dem Drunkbait, erster Wurf, gefangen habe. Die Stelle ist da hinten. Ja, Zander braucht halt Marc eigentlich überhaupt nicht, aber Enrico, der könnte natürlich einen guten Zander sehr gebrauchen. Ja, aktuell beißt aber gar nichts. Beide angeln auf Hecht, wobei Enrico sich jetzt gerade einen Jigspinner werfen. Vielleicht zielt er damit schon ein bisschen auf Barsch ab, weiß ich nicht genau. Aber es sind noch 2 Stunden. Es kann sich natürlich noch einiges tun. Ja, leider kein Hecht unterwegs hier an dem Buhn. Zumindest keiner, der beißen wollte, aber ich hatte einen richtig fetten Barsch als Nachläufer. Ich habe Enrico natürlich nichts gesagt, der hat auch fleißig mit auf Hecht geangelt. Der hätte beißen können, der hat mir zwar nicht sehr viel gebracht, aber meine Punktezahl noch ein bisschen nach oben geschraubt. Ich glaube, der war deutlich über die 40. Wir fahren jetzt noch mal an ein paar andere Buhnen oder vielleicht auch an den See. Das überlege ich mir jetzt auf dem Weg zum Auto und hoffe, dass da noch ein Hecht rauskommt für mich. Drückt mir die Daumen.
you. So, einmal über Stock und Stein zu einer Buhne, auf der mutmaßlich nicht allzu viele Leute vom Ufer zumindest angeln, weil hier gab es nicht mal einen Trampelpfad. Das erlebt man nicht so häufig. Es läuft jetzt die letzte Stunde. Marc ist nach wie vor hoch motiviert. Das Ziel, einen 70er Hecht zu fangen, scheint auch nach wie vor absolut realistisch. Aber jetzt müssten halt mal die Fische anfangen zu beißen. Man kann Marc es nur wünschen, dass es passieren wird, und man kann Enrico nur wünschen, dass es nicht passieren wird. Wie es ausgeht, sehen wir gleich. Ich habe angerufen und habe gesagt, bitte beißt erst nach 18:50 Uhr. Bringt die Kinder ins Bett. Gehen wir weiter? Ja. Wir gehen weiter. Also wer sagt, Angeln ist kein Sport, soll man bei 33 Grad Buhnenhopping machen. Mit Enrico im Schlepptau, der vorne liegt. Ihr wollt gar nicht wissen, wie ich mich fühle. Ich wollte fast sagen, ich kann nur jedem raten, mal mitzumachen, aber für die Nerven ist es besser, nicht mitzumachen. Die Stellen hier sind Hammer, also das sieht schon richtig gut aus zum Hechtfischen, aber Fische sind nicht aktiv. Mein Glück. So Jungs, es läuft die letzte halbe Stunde. Liebe Zuschauer und vor allem liebe Angler, es laufen die letzten 10 Minuten des YouTube Predator Cup 2020. Der Wind frischt auf, die Sonne verschwindet und plötzlich sind die Fische aktiv. Wer kann das für sich nutzen? Fängt Marc jetzt den alles entscheidenden Hecht? No! Come on! No way. Ich wollte gerade erzählen, dass Marc hier in den allerletzten 10 Minuten wieder zu seiner Topwater-Route greift.
wieder mit dem Stickbait hier angreift. Finde ich sehr beeindruckend, auf Topwater zu setzen. Aber es zeigt, wie viel Vertrauen er in diese Technik hat. Er hat auch einen 52er Barsch damit gefangen in der Gruppenphase. Und ich habe den Satz noch nicht angefangen. Da kriegt er echt eine Attacke jetzt hier auf den Stickbait. Wow! Ärgert sich natürlich wahnsinnig, weil er den Fisch natürlich gesehen hat, wie er hochgekommen ist. Wow, ist das spannend. Ich bin sehr, sehr stolz, dass ich einer von den 2 Anglern bin, die es hier bis ins Finale geschafft haben. Marc ist ein sehr, sehr harter Gegner gewesen. Die Fische waren nicht aktiv leider an diesem Tag oder vielleicht zum Glück. Ich weiß nicht so genau, wie ich es formulieren soll. Aber ihr wisst, wie es ist. Jeder Wurf kann alles ändern. Ich hoffe, das wird nicht mehr passieren. Das sind auf jeden Fall jetzt ich glaube, die längsten 10 Minuten meines Lebens. Drückt mir die Daumen. Vielleicht klappt es dann. Come on! Das darf doch nicht wahr sein. Ich denke, dass das derselbe Fisch ist. Ich glaube, dass das derselbe Fisch ist. Vorhin habe ich ihn ganz gut gesehen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie lange noch? 3 Minuten. Fisch! Tut mir leid, aber das muss so sein. Oh mein Gott! So, jetzt läuft die letzte Minute. Sie ist schon angebrochen. Und wir haben einen YouTube Predator Cup Champion 2020 und er sitzt dort. Ich möchte dir gratulieren zu einer hervorragenden Leistung, Marc. Vielen Dank. Ah, the last cast. Almost. Fuck. Egal. Erstmal Enrico gratulieren. Ey. Schmeiß die Route weg. Ich bin am Zittern, Mann. Glückwunsch. Gut Vielen gemacht. Dank. Gut gemacht. Du siehst, hier hat's Fisch. Scheiße. Ja, überleg mal, wie lange sie uns haben warten lassen. Ich kann gar nicht mehr reden. Überleg mal, wie lange wir warten mussten auf die Fische jetzt. Ja, Wolke, Wind. Ey, oh Mann, hartes Match. Hartes Match. Also all diejenigen unter euch, die vielleicht diesen jungen Mann nicht auf dem Zettel hatten. Brandgefährlicher, ultraprofessioneller und fairer Sportsmann. Ich glaube, er hätte es genauso verdient gehabt, weil er einfach echt hartnäckig gekämpft und gefischt hat. Unglaublich. Also ich hätte mir wirklich keinen besseren Gegner vorstellen können. Mit der Baitcaster unterwegs, Topwater, so variantenreich wie niemand in diesem Turnier, gegen den ich fischen durfte.
Aber jetzt muss ich erstmal klarkommen und das verarbeiten. Unglaublich. Vielen Dank fürs unglaubliche Match. Ich kann nur sagen, Glückwunsch. Und Dankeschön. Scheiß, sau gut gemacht. Dankeschön. Aber ich freue mich, mit dir hier im Finale gestanden zu sein. Ja. Ohne Scheiß. Dankeschön. Ah! Ist mir eine Ehre. Oh Gott. Oh Mann, ich hab weiche Knie, ey. Ich auch? Ihr dürft beide gerne heulen. Nee, Das bringt Klicks. so schlimm ist. Ich habe geschrien. So schlimm ist Und voll. Ich auch, als ich den Biss hatte. Oh! Der Vollständigkeit halber, der Barsch war die ganze Zeit im Wasser. Wollen wir ihn ganz kurz noch messen und dann sofort in die Freiheit zurücklassen, damit wir einen Endstand haben. Und dieser Barsch hat 38. Schnell zurück. Vielen Dank. Bist du ein Barsch? Ja, er ist ein Barsch. Danke, Dietmar. Wir schulden euch natürlich noch den offiziellen Endstand des Finales. Enrico Di Ventura von Westin Fishing gewinnt das Endspiel gegen Mark Paczowski von Ilex mit einem Ergebnis von 469,1 zu 381,9. An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bedanken bei Hecht und Barsch für das fantastische Turnier. Bei all den Gegnern, mit denen ich zusammen am Wasser sein durfte, von denen ich sehr viel gelernt habe. Natürlich mit dem grandiosen Finalisten. Und natürlich für all die Leute, die mich unterstützt haben, die mir Spots, ich will nicht sagen zugeschustert haben, aber die mir sehr, sehr viele Tipps gegeben haben, welche Gewässer laufen und welche nicht. Fühlt euch alle gegrüßt und an dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Zuseher, die das Ding hier supporten und weiterhin supporten. Und im nächsten Jahr sehen wir uns wieder, 2021 beim YPC. Dem kann ich mich nur anschließen. Ich will dir auch gerne noch gratulieren. Dankeschön, Toni. Und das sind nicht die letzten Worte. Wir sehen uns gleich bei der Siegerehrung. Aber jetzt müssen wir alle erstmal kurz ein bisschen runterfahren. Oder? Das wird teuer. Allerdings. So, das allerletzte Kapitel. Wir haben noch eine Siegerehrung zu machen. Und ich möchte die Gelegenheit ganz kurz auch noch mal nutzen, mich bei den Zuschauern, bei euch zu bedanken für euren moralischen Support in Form von Kommentaren online, aber natürlich auch auf Messen. Euer Feedback hat uns immer wieder angespornt, weiterzumachen, weiter Gas zu geben, das Format weiterzuentwickeln, größer zu machen, ein bisschen zu modifizieren. Vielen, vielen Dank dafür. Natürlich auch für euren Support finanzieller Natur, sprich mit Käufen bei uns im Online-Shop. Dann möchte ich mich natürlich bei den 24 Anglern und Anglerinnen und den dahinterstehenden Marken bedanken. Vielen Dank für euren Einsatz, vielen Dank, dass ihr so geil geangelt habt, Emotionen gezeigt habt und ja, beziehungsweise bei den Marken, dass ihr es den Anglern und Anglerinnen möglich gemacht habt, hier teilzunehmen. Ein riesengroßes Danke natürlich an die Kameracrew bzw. Schnittcrew, die den YPC produziert hat. Das waren harte Tage. Viel Blut und Schweiß sind geflossen. Ein riesengroßer Dank gilt natürlich auch den Sponsoren, die den YouTube Predator Cup unterstützt haben. Vielen Dank für euren Einsatz. Rheinland-Boote, Abu Garcia, Garmin, Pega, Mercury, Fish Explorer. Ihr habt einen ganz großen Beitrag dazu geleistet, dass wir ein so aufwendiges und geiles Turnier veranstalten konnten. Vielen Dank. Und natürlich möchte ich einen Mann auch nicht vergessen, der jede Episode begleitet, der immer mit großem Einsatz und großem Herzblut auch dabei ist. Charles Rettinghaus, vielen Dank, dass du so ein geiler Typ bist und von der allerersten Folge in der ersten Staffel for free uns unterstützt hast. Mittlerweile können wir dich bezahlen, da bin ich sehr glücklich drüber. Und ich hoffe, dass noch viele schöne Staffeln mit dir zusammen folgen werden. Jetzt möchte ich einen Mann hier nach vorne rufen, der für mich der kompletteste Angler war im Turnier. Hatte 11 Routen immer mit am Wasser. Er hat es gezeigt, dass er ein richtig guter ist. Ich glaube, dass er in Deutschland noch nicht den Bekanntheitsgrad hatte, den er verdient hat. Also man kennt ihn vielleicht von Perch Pro und hat ihn sicherlich hier und da auch schon mal auf einer Messe gesehen. Aber ich hoffe, dass das
der endgültige Durchbruch ist für mich Newcomer of the Year, Mark Ptaschowski. Danke, Toni. Die Fans rasten aus, du hörst es. Applaus, Geil Applaus. geangelt, wirklich. Ja, cool, danke. Du sollst die Gelegenheit bekommen, auch noch ein paar Worte zu sagen. Du warst gerade am Wasser ein bisschen sprachlos und Enrico hat dann auch schnell übernommen. Und Sei ihm auch gegönnt. auf jeden Fall. Ja, was soll ich sagen? Also auch nochmal danke an alle Zuschauer, alle, die mich unterstützt haben. Ich habe natürlich die Spots bzw. die Gewässerwahl nicht alleine gemacht. Ich hatte viel Hilfe. Ich glaube, wie viele der Teilnehmer. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Riesen Dank auch an Hecht und Barsch, dass ich hier sein darf. Vielen Dank an Ilex TV, für die ich starten durfte. Ja, ich bin noch ein bisschen sprachlos. Der Pfeil steckt noch ein bisschen tief. Ich bin weit gekommen. Ich freue mich riesig, dass ich bis ins Finale gekommen bin. Ich hätte mir es nicht gedacht. Ich glaube, als wir vor dem Turnier telefoniert haben, habe ich gesagt, die Gruppenphase muss ich überstehen und dann ist einiges möglich. Ja, ich habe es mir natürlich sehr, sehr gewünscht, heute im Finale das Ding hier mit heimzunehmen und den hier. Hat aber leider nicht geklappt. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, es gibt wenige, die es so sehr verdient haben wie Enrico, das heute nach Hause zu holen. Es war ein super faires Match, das alles war cool. Ich hatte ein bisschen Pech zum Schluss, er hat saugut geangelt, gute Fische gefangen. Ja, ich kann nicht mehr sagen, Applaus, Enrico. Ja, ganz kurz noch einmal ganz kurz zu dir, bevor wir zu Enrico kommen. Der Stachel sitzt tief, sagst du selber, verstehe ich. Es ist immer scheiße, Zweiter zu werden. Ich bin Borussia Dortmund-Fan, ich weiß, wovon ich spreche. Aber ich glaube, mit ein paar Tagen Abstand wirst du dann realisieren, dass du erstens die Gruppenphase, wie du schon sagst, ich glaube Gruppe D, vielleicht mit B, die schwerste Gruppe im Turnier. Ja. Veit ist auch weit gekommen, Simon wäre vielleicht auch weit gekommen, man weiß es nicht, aber die gemeistert zu haben, war schon mal richtig gut und dann, glaube ich, hast du deine Marke sehr, sehr gut vertreten. Ich glaube, die Jungs sind stolz auf dich, sogar die kritischen Franzosen. Nee, hast du gut gemacht. Sehr gut. Dann wollen wir den Mann auf die Bühne holen, der mich letztes Mal wirklich sehr traurig und frustriert angerufen hat. Also in der letzten Staffel, als er gegen Herbert rausgeflogen ist und hat er mir gesagt, Toni, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hab alles getan, was ich konnte. Gegen Herbert war irgendwie kein Kraut gewachsen. Ich hoffe beim dritten Mal. Lure Masters habe ich im dritten Anlauf gewonnen. YouTube Predator Cup gewinne ich auch im dritten Anlauf. Es sah zunächst nicht danach aus. Es war ein bisschen Glück dabei. Er hat in der Vorrunde sehr, sehr stark geangelt, muss man sagen. Ist aber ganz knapp und unglücklich ausgeschieden. Das hat mir schon wieder sehr wehgetan, muss ich sagen. Man ist ja auch irgendwo Mensch, trotz der Schiedsrichterfunktion. Und ja, und dann sage ich mal so, es war nicht für alle Corona-Scheiße dieses Jahr. Für Enrico hat es geholfen, dass die Schweden ein bisschen ihren eigenen Weg gemacht haben und damit sich nicht ganz so beliebt in Europa, zumindest bei den Holländern nicht. Tobias konnte nicht einreisen, sein Vertreter ebenfalls nicht. Und ja, solche Geschichten schreibt so ein Turnier und trotz allem natürlich ein unglaublich verdienter Gewinner des Turniers. Das Pech, was er vielleicht sonst hatte, hat sich diesmal in Glück gewandelt. Ein Last-Minute-Sieg gegen Jasmin rausgeholt. Gegen Veit war es ebenfalls sehr, sehr knapp. Also in all diesen Partien hätte es auch andersrum ausgehen können, das kann man ganz klar so sagen. Aber ich glaube, ihr alle wisst, was für ein starker Angler Enrico ist. Und verdient hat das allemal. Enrico. Gut gemacht. Dankeschön. Enrico, the luckiest loser of all time. Tatsächlich, ja. Ja, also für mich war es ja wirklich eine ganz spontane Geschichte, weil ja gar nicht klar war, dass ich nachrutschen kann. Genau, es hätte auch, wir haben die Regel klar gemacht und zu dem Zeitpunkt war nicht sicher, ob du das überhaupt sein wirst. Genau. Hätte genauso gut jemand aus Gruppe D sein können. Richtig, und natürlich bin ich sehr, sehr froh darüber gewesen, dass ich dann als punktbester Dritter nachrutschen durfte. Und dass du überhaupt die Zeit auch hattest. Hätte auch sein können, dass du sagst, würde ich gern machen, geht aber nicht. Genau, und zusätzlich war es aber auch auf der anderen Seite sehr, sehr hektisch für mich, weil ich natürlich dann nur 1,5 Tage hatte zum Trainieren und ich nicht so richtig wusste, was machst du nicht. Dann musste ich gegen Jasmin angeln.
Jasmin konnte ich überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß, dass sie stark ist und ich weiß auch, dass sie sehr gute Spots hat. Denn auch die Spots machen immer sehr, sehr viel aus, das ist natürlich klar. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich natürlich da auch mit sehr viel Glück weitergekommen bin. Also wenn der Hecht da in den letzten 3 Minuten nicht kommt oder in den letzten 5 Minuten. Ich war dabei. Genau. Dann, ich hoffe, ihr wart es auch. Wenn nicht, dann auf jeden Fall nochmal die Folgen angucken. Nee, aber das ist natürlich was eben dieses Quäntchen Glück ausmacht. Klar. Um dann letztendlich hier zu stehen, anstatt jetzt schon Absolut. vielleicht woanders. Das kann genauso oder gut zurück gegen in einen laufen. Du hast es zweimal erlebt. Genau, ja, ich habe schon oft erlebt, auch in anderen Turnieren. Also manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Das ist halt so, das muss man mitnehmen. Der Spielplan hat es so vorgesehen, dass Enrico 6 Tage in Folge angeln musste. Bei der Hitze. War 12, 14 Stunden draußen zum Teil. Die Kameraleute können ein Lied davon singen, die waren noch länger draußen. Ja. Und ich auch übrigens. Und danach stand aber dann noch 5 bis 6 Stunden Tackle sortieren an. Es war mir eine Ehre, jeden Tag für dich kochen zu dürfen. Ja. Kannst du gerne weitermachen, kein Problem. Nee, heute kommt die Revanche. Enrico muss uns alle zum Essen einladen und ich mach's wie Herbert, der uns gesagt hat, Burm, esst was Gescheites. Und genau. Das bedeutet, es wird richtig teuer. So ist das immer. Ich freue mich drauf. Aber genug gequatscht, Enrisi. Ja. Hier ist dein Pokal, Mann. Oh Mann. Unglaublich, ey. Und Der Esser, pass auf, er ist schwer. Ich weiß, du bist ein bisschen entkräftet. yes! Geil! Unglaublich, unglaublich, ey. Ich bin echt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Musst du nicht. Also danke Dietmar ginge immer. Aber jetzt wird E-Musik eingeblendet und das Ding ist durch. Und wir machen jetzt noch ein paar schöne Fotos. Ja. Und dann war's das. Das war der YouTube Predator Cup 2020. Jetzt gibt es ein letztes Mal Sam Kramer mit dem Boat Song auf die Ohren und dazu ein paar bewegende Momente aus dieser Staffel. Wir freuen uns über Likes, Kommentare und Abonnenten und wünschen euch viel Spaß bei unserem alljährlichen Christmas Sale. Kommt alle gut ins neue Jahr und bleibt gesund. Ciao. Geht was? Ja, hier geht einiges. Also Schon Biss gehabt? ja, gerade ein bisschen Gurke. Ein Biss am Tag reicht. Dann hör jetzt bitte aber auch auf zu essen. Yeah, in the stove, on the corner of my road. I should've took the boat. Yeah, I could've took the boat. Yeah, I'll be in a fuss. All my friends going up. Yeah, who's the real plug now? I guess that might be us now. Yeah, always on the road, I never home. Got a couple bands on my own. Now they really calling up my phone. Now they really wish that I was home. But I don't wanna party on my own. I don't wanna feel so alone. I made a couple bands on my own. Now all they wanna do is pay for it. They don't wanna see me get money. And they don't want nothing to do with peace. I jump up in that whip, they call police. I'm driving, yeah, I'm speeding on the leash. Yeah, yeah. Oh Lord, way to go. Agents on my phone. We be on the road like we on the boat. Yeah, yeah, yeah. Right or wrong, I don't even know. All my conscience gone. I don't even know. All my conscience gone. Oh Lord, way to go. Agents on my phone. We be on the road like we on the boat. Yeah, yeah, yeah. Right or wrong, I don't even know. All my conscience gone. I don't even know. All my conscience gone. Yeah, at the store, on the corner of my road. Yeah, I could've took the boat. Yeah, I could've took the boat. Yeah, I'll be in a fuss.
All my friends going up. Yeah, who's the real plug now? I guess that might be us now.